und von einem Energiediebstahl mit einem Magneten befestigt an ihrem Stromkasten, der in unserer Wohnung sich im Heizungsraum befand. Damit belieferte er quasi seine Wohnung, besser gesagt sie beide. Damit belieferten sie beide ihre Wohnung und ihr Elektrowohnmobil. Ein riesengroßes. Und das ganz umsonst mit Energie. Energiekosten, für die jeder anständige Bürger arbeiten geht. Wir suchten von vornherein nach neuem Wohnraum. Fanden nichts Günstiges durch Corona. Lebten in ständiger Angst, nichts zu finden, mit dem Wissen, wir würden herausfliegen, wenn wir die Katastrophe zur Anzeige bringen würden. Mit dem Wissen, wir könnten sogar womöglich obdachlos werden, wenn wir all das anzeigen, da wir eine Räumungsklage mit großer Sicherheit bekommen würden. So war es dann geschehen. Aufgrund der Anzeige kündigten sie mir. Weil man mit mir unter diesen Bedingungen oder unter diesen Umständen so nicht mehr weiterleben konnte. Laut einem Paragraphen, so der Richter der Räumungsklage gegen der die Räumungsklage gegen uns endgültig verhangen hatte, habe jeder Hausbesitzer das Recht, die Wohnung räumen zu lassen, wenn ein gemeinsames Miteinander in den Augen des Vermieters nicht gut vonstatten ginge. In Anführungsstrichen, auf der einen Hand ist genau so ein Gesetz für Hauseigentümer richtig und wichtig, wenn es denn mehr schlecht als recht läufe, doch wurde bei der Beschließung dieses Gesetzes eines nicht im Blick behalten. Und zwar, dass es immer zwei Seiten der Medaille gibt. Wir hatten zwei Möglichkeiten vom Richter bekommen. Entweder wir stimmen der Räumung zu, so würden wir einen Monat länger Zeit bekommen bis zum Tag der Tage. Insgesamt 3 Monate Zeit. Oder wir würden nicht zustimmen und uns blieben jetzt nur noch von da an 2 Monate Zeit, um etwas Neues zu finden. Eine Wohnung bietet Schutz, Wärme und Geborgenheit für jeden von uns, für jeden Einzelnen. Ob mit oder ohne die schlimmste Katastrophe. Denn der Verlust einer Wohnung führt zur Obdachlosigkeit. Die Anwältin von der Kerl und IA verstand meine Worte nicht, weswegen eine Räumung vollkommen ungerechtfertigt wäre. Selbstverständlich will, kann und durfte ich auch aus elterlicher Perspektive nichtmals länger als nötig in solchen Zuständen leben. Jedoch muss man mir die Gelegenheit geben, in einem vorhandenen Wohnraum wechseln zu können. Und IA krächzte laut in den Gerichtssaal. Du bist doch selbst daran schuld! Richtig unangenehm. Wir haben uns so sehr für sie geschämt. Die Frage hätte niemals lauten sollen, was haben wir uns da bloß ins Haus geholt? Sondern zu wem sind wir da bloß ins Haus gezogen?
falls jemand jemanden kennt. Und in diesem Moment habe ich dann noch das Ende so beschrieben, in der Hoffnung, vielleicht kennt jemand noch mit Wohnraum in der Nähe.